Dieses Eiweißbrot habe ich komplett ohne Ei und Milchprodukte gebacken. Du wirst begeistert sein. Bevor ich anfange, möchte ich euch gerne mein Buch vorstellen, Frisches Brot. Darin findet ihr 60 tolle Rezepte, von denen ich 50% exklusiv nur für das Buch entwickelt habe. Das Buch findet ihr bei Amazon, Thalia online und in jeder Buchhandlung vor Ort. Das Brot ist wirklich richtig schnell zubereitet. Ihr braucht 250 Gramm veganen Joghurt. Darauf gebe ich 1 bis 2 Teelöffel Salz, je nachdem wie viel Salz ihr mögt. Das verrühre ich erstmal mit ungefähr einem Teelöffel Apfelessig. Und darauf gebe ich 14 Gramm Flohsamenschalen. Und das Ganze gut verrühren. Das lasst ihr ungefähr 5 bis 10 Minuten quellen. In der Zwischenzeit könnt ihr alle anderen Zutaten abwiegen und vermischen. Wir brauchen 50 Gramm gemahlene Mandeln. Ihr könnt auch Mandelmehl nehmen. 50 Gramm Kichererbsenmehl. Das ist schön proteinreich und hat viele Ballaststoffe. 1 Teelöffel Backpulver. Ungefähr 35 Gramm gemischte Kerne und 10 Gramm geschrotete Leinsamen. Und das vermische ich schon mal. Schaut mal, die Flohsamenschalen sind auch schon gequollen. Und jetzt brauchen wir nur noch beides miteinander zu vermischen. So, ich formiere das dann schon mal grob. Dann brauchen wir nur noch ein mit Backpapier belegtes Backblech und darauf gebe ich meinen Teig. Ihr seht, die Oberfläche ist ganz schön rau, deshalb nehme ich immer ein bisschen Wasser auf meinen Silikonlöffel und streiche das so glatt. Meine Oberfläche ist schön glatt. Als letztes nehme ich dann noch mal ein paar gemischte Kerne und streue das oben auf die Oberfläche. Ein paar Kürbiskerne sehen immer schön aus. Aber da könnt ihr nehmen, was ihr mögt. Da ist alles erlaubt. So, die Kerne ein bisschen andrücken, damit die nicht so leicht runterfallen. Und das war's auch schon. Dann brauche ich nur noch meinen Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze und bis mein Ofen auf Temperatur ist, lasse ich das Brot quellen. Dafür decke ich das mit meiner Schüssel ab. Ich backe das Brot für 60 Minuten bei 180 Grad. Anschließend drehe ich die Temperatur runter und lasse das Brot noch mal ungefähr für 10 Minuten im warmen Ofen. Mein Brot ist fertig und jetzt schaut mal, man sieht jetzt schon, wie weich das von innen ist. Und dann schneide ich das mal für euch an. So, schaut euch das bitte mal an. Sieht das nicht lecker aus? Aber seht ihr, wie weich das von innen ist? Falls ihr aus welchen Gründen auch immer auf Milchprodukte verzichten möchtet, habt ihr hiermit trotzdem die Möglichkeit, ein richtig leckeres Eiweißbrot zu essen. Zur Lagerung, das Brot solltet ihr nicht in einer Tüte verpackt irgendwo in der Schublade lagern, sondern das packt ihr am besten in ein Geschirrtuch und dann legt ihr das einfach in die Schublade oder noch besser, das könnt ihr wunderbar in Scheiben geschnitten einfach einfrieren und dann bei Bedarf toasten. Ich freue mich, wenn ihr das Brot ausprobiert habt und mir in die Kommentare schreibt, wie euch das Brot geschmeckt hat. Und wenn ihr einen ganz bestimmten Wunsch habt, was ich für euch backen soll, dann schreibt mir das bitte ebenfalls in die Kommentare. Was mich aber vor allem interessieren würde, von wo aus schaut ihr mir eigentlich zu? Das war's von mir. Lasst euch das Brot schmecken. Ich verspreche euch, ihr werdet dieses Brot richtig lecker finden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.